Ein ganzes Bergungsteam hatte aufgegeben. Moderne Maschinen steckten fest. Die Ingenieure sagten, der umgestürzte Lastwagen würde Wochen im Schlamm bleiben. Und dann kam ein 71-jähriger Bauer mit einem rostigen Traktor aus dem Jahr 1951. Die jungen Männer lachten, als sie den alten Diesel hörten. Zu schwach. Zu alt. Zu langsam. Aber dieser Traktor hatte schon Schneestürme überlebt, Überschwemmungen durchstanden und mehr Menschen nach Hause gebracht, als irgendjemand zählen konnte. Was an diesem eisigen Novemberabend geschah, sprach sich später durch 3 Landkreise herum. Bleibt dabei, denn diese Geschichte erinnert daran, warum manche Maschinen niemals wirklich alt werden. Der Regen begann kurz nach Mittag. Erst nur feine Tropfen, die wie Staub gegen die Windschutzscheiben trieben. Doch innerhalb einer Stunde verwandelte sich die Landstraße nahe der deutsch-niederländischen Grenze in eine spiegelglatte Eisbahn. Der Himmel hing tief über den Feldern. Grau. Schwer. Die kahlen Bäume am Straßenrand bogen sich im kalten Wind, und über den entwässerten Ackerflächen lag dieser harte Novembergeruch aus nasser Erde, Diesel und Frost. Gegen 3:30 fuhr der Viehtransporter die lange Gefällestrecke hinter einer kleinen Kurve hinunter. 40 Rinder standen dicht gedrängt im Auflieger. Der Fahrer, ein 52-jähriger Mann namens Dieter Falk, kannte diese Strecke seit Jahren. Aber an diesem Nachmittag reichte eine einzige Sekunde. Nur eine. Das Heck des Lastwagens brach plötzlich aus. Erst leicht. Dann brutal. Dieter riss das Lenkrad herum, versuchte gegenzulenken, doch die Reifen fanden keinen Halt mehr. 38 Tonnen Stahl und Tiere glitten lautlos über das Eis, bevor der Auflieger quer zur Fahrbahn stand. Dann kam der Knall. Die Leitplanke zerbarst wie trockenes Holz. Der Lastwagen schoss über die Böschung hinaus und rutschte seitlich in einen tiefen Entwässerungsgraben neben den gefrorenen Feldern. Schlamm, Eiswasser und Erde spritzten meterhoch in die Luft. Der Fahrer wurde gegen die Scheibe geschleudert. Irgendwo hinter ihm schrien die Tiere panisch auf. Als alles still wurde, hörte man nur noch den Motor röcheln. Dieter hing blutend im Führerhaus fest. Seine Schulter brannte wie Feuer. Kalter Schlamm drückte gegen die halb eingedrückte Tür. Hinter ihm stampften die Rinder verzweifelt gegen die Metallwände des schräg liegenden Aufliegers. Einige Tiere lagen übereinander. Andere rutschten immer wieder gegen die Gitter. Die ersten Einsatzwagen trafen 20 Minuten später ein. Blaulicht flackerte durch den Regen. Feuerwehrleute warteten knöcheltief durch schwarzen Matsch. Ein Bergungsfahrzeug versuchte sofort, den Lastwagen zu sichern. Doch jedes Mal, wenn Zug auf die Stahlseile kam, sackte der schwere Wagen selbst tiefer in den aufgeweichten Boden ein. Zu weich, fluchte einer der Männer. Der ganze Untergrund gibt nach. Ein zweites Fahrzeug wurde angefordert. Dann ein drittes. Nichts funktionierte. Mit jeder Stunde fiel die Temperatur weiter. Die Dämmerung kroch über die Felder. Die Menschen aus den umliegenden Höfen standen inzwischen schweigend am Straßenrand. Man hörte nur den Wind, das Knacken des Eises und das dumpfe Brüllen der eingeklemmten Tiere unten im Graben. Die schaffen die Nacht nicht, murmelte ein alter Bauer leise. Niemand widersprach ihm. Dann sagte irgendwo hinter der Menge plötzlich jemand fast flüsternd: Wenn Wilhelm Krüger den alten Traktor noch hat, dann gibt es vielleicht doch noch eine Chance. Am Rand des Dorfes, dort wo die Straße schmal wurde und zwischen alten Pappelbäumen verschwand, stand Wilhelm Krügers Hof. Die meisten Menschen fuhren inzwischen einfach daran vorbei. Das Dach der Scheune war dunkel vom Regen der Jahrzehnte. Der Wind drehte lose Blechteile an der Dachkante hin und her, und im matschigen Innenhof sammelte sich kaltes Novemberwasser in tiefen Fahrrinnen. Drinnen in der Werkstatt roch es nach altem Diesel, Maschinenöl und feuchtem Holz. Werkzeuge hingen sauber sortiert an den Wänden. Keine modernen Geräte. Keine Computer. Nur schwere Schlüssel, Eisenketten und Schubladen voller Schrauben, die älter waren als manche Männer im Dorf. Wilhelm Krüger stand gebeugt über einer Werkbank und reparierte schweigend eine Lampe. Mit 71 bewegte er sich langsamer als früher, aber seine Hände waren noch ruhig. Präzise. Hände, die ihr ganzes Leben gearbeitet hatten. Seit seine Frau Martha vor 6 Jahren gestorben war, lebte er allein auf dem Hof. Die Abende waren still geworden. Oft hörte man nur den Wind am Fenster oder das Knacken des alten Ofens. Doch draußen in der Scheune stand etwas,
das Wilhelm niemals im Stich gelassen hatte. Der Lanz Bulldog von 1951. Verblasstes Blau unter Schichten aus Staub. Dicke Hinterräder voller alter Narben. Rost an den Kotflügeln. Der Traktor sah aus wie ein müdes Arbeitstier nach einem langen Leben. Aber Wilhelm behandelte ihn nicht wie eine Maschine. Eher wie einen alten Freund. Früher hatten die Leute im Dorf den Bulldog bewundert. In den 60er Jahren hatte Wilhelm mit seinem Vater tagelang im Hochwasser gestanden, nachdem der kleine Fluss hinter den Feldern über die Ufer getreten war. Der Traktor war damals fast vollständig im braunen Wasser versunken gewesen. Andere hätten ihn verschrottet. Doch Wilhelm und sein Vater bauten ihn Stück für Stück wieder auf. Später, während der harten Winter Anfang der 80er Jahre, zog der Bulldog festgefahrene Lieferwagen aus Schneewehen, brachte Medikamente zu eingeschneiten Höfen und schleppte einmal sogar einen Schulbus frei. Die älteren Dorfbewohner erinnerten sich noch daran. Die Jüngeren lachten darüber. Ein Museumsstück, hatten 2 Mechaniker erst im letzten Sommer gespottet. Der gehört auf den Schrottplatz, nicht aufs Feld. Wilhelm hatte nichts geantwortet. Er antwortete selten. In diesem Moment hörte man draußen Reifen im Kies. Kurz darauf klopfte es hart an die Werkstatttür. Ein freiwilliger Feuerwehrmann trat ein, nass vom Regen, außer Atem. Herr Krüger, unten an der Landstraße, ein Viehtransporter ist abgestürzt. Die Bergung steckt fest. Einige mein 10, wir legt Contents. Wilhelm legte den Schraubenschlüssel langsam zur Seite. Es sagt lange nichts. Dann haben legt den Kopf und fragte mit ruhiger Stimme. Why weich ist der Boden dort an 10? Der Feuerwehrmann zögert. Sehr weich. Die schweren Fahrzeuge sind kein ein. Wilhelm nickte langsam. Fast so, als hätte nur dies Antwort erwartet. Ein weiteres Wort ginge hinaus sehr schön. Der Wind drückt kalte Regentropfen durch die offenen Bretterwand. Einen Moment stand einfach nur still vor der großen Plane in der Eck. Dann griffen nach dem Stoff. Langsam zog die Plane herunter. Unter einer Wolke starb erstchen der alte Lanz Bulldog. Wilhelm legte die Hand auf die kalte Motorhaube. Der Motor hustet einmal trocken. Dann brüllt der alte Diesel plötzlich durch die Dunkelschön, als wär all die Zeitnei vergangen. Der Regen war inzwischen in nassen Schnee übergegangen. Kalter Wind trieb fein Eisnadeln über die Landstraße. Während dann 10 im Graben der abgestürzte Viehtransporter halb im Schlamm versank. Flutlichtstrahle torchten die Böschung in harzweißes Licht. Überall roch es nach nasser Erde, heißem Hydraulikol und erschoppten Motoren. Ein moderner Bergungskran stand schräg am Straßenrand. Riesige Reifen. Hydraulisch Stutzen. Blinkend Kontrollanzeigen. Jedsmal, wenn der Fahrer sich auf die Stahlseil gab, axte der ganz Kolos gefährlich nach vorn. Dann geschah wieder dasselbe. Die Stutzen sanken Zentimeter für Zentimeter in den aufgeweichten Boden ein. Stopp! Stopp! Sofort entlasten! Schrie einer der Ingenieur. Das Stahlseil erschlaft wieder. Männer flackten. Einer trat wütend gegen einen Werkzeugkasten. Unten im Graben hat man die verangstigten Rinder dumpf gegen die Wanderdessen Hänge schlagen. Der Boden tragt das Gewicht nicht, sagt ein junger Einsatzleiter und wischte sich Regenwasser aus dem Gesicht. Wenn wir mehr Druck geben, rutscht uns das ganz Fahrzeug hinterher. Neben ihm diskutierten zwei Ingenieur hektisch über Winkel, Zugkraft und Bodendruck. Wortwei Lastverteilung und Hangenstabilität gingen im Wind fast unter. Dann hat man plötzlich ein tiefs, unregelmäßiges Natten. Langsam drehten sich mehrere Köpfe zur Straße. Ausdem Nebel torchte der alte Lanz Bulldog auf. Der Traktor rumpelte schwer über den Asphalt. Grauer Rauch stieg ausdem Auspuff. Das ganze Fahrzeug vibriert bei jedem Anschlag wie ein alter Ofen kurz vor dem Zerbrechen. Der Geruch von heißem Öl und unverbranntem Diesel breitet sich sofort in der kalten Luft aus. Einige der jüngeren Mechaniker grinsten sofort. Das soll ein Witz sein, oder? Mitdem Ding wollen die den Lastwagen bergen. Der gehört eines Museum. Doch Wilhelm Krüger reagiert nicht einmal auf das Gelagte. Stellte den Bulldog langsam am Straßenrand ab, zog sein altmutzer tieferes Gesicht und ging schweigend zur Böschung. Dort blieb stehen.
Ein Minute. Dann noch ein. Der Wind zerten seinen Mantel. Warend unten die Tier unruhig brülten. Wilhelm sagt kein Wort. Betrachtet nur den Hang. Den gefrorenen Schlamm. Die tief eingesunkenen Stutzen des Krans. Den Winkel des Anhängers. Schließlich kniete sich sogar hin und griff mighty den Fingern in den Boden. Die obere Schicht war hart gefroren. Darunter lag weicher Morast. Genau dort lag das Problem. Die schweren Maschinen drückten sofort durch die Frostschicht und verloren jeden Halt. Der Bulldog dagegen war leicht. Viel leichter. Herr Krüger, sagte young Einsatzleiter nun sichtbar genervt. Mit allem Respekt, das hier ist kein Felderbeet. Wir reden von fast 40 Tonnen. Wilhelm richtete sich langsam wieder auf. Sein Blick blieb auf die Lastwagen. Ja, sagte ruhig. Und genau die Scheibe steckte fest. Die Männer verstummten. Wilhelm zeigte mit einem allverschmierten Handschuh Boschung hinunter. Versucht den Lastwagen von oben herauszuziehen. Machte ein Kurs Pause. Das ist ihr Fehler. Verwirrt Blicke gingen durch die Gruppe. Dann sagt einer der Mechaniker ungläubig. Moment mal. Sie wollen doch nicht ernsthaft mit diesem alten Traktor dir runterfahren. Für einen Moment sagt niemand etwas. Man hört nur den Wind über den Feldern und das dumpfe Natten des alten Bulldogs. Dann bracht das Stimmengeschwür plötzlich los. Das ist Wahnsinn. Der Hang ist viel zu steil. Wenn der Traktor kippt, begrabt in der Schlamm dort unten. Ein Feuerwehrmann packte Wilhelm sogar am Arm Herr Krüger. Hören Sie zu. Wir haben schon Problem mit modernen Fahrzeugen. Dieses Ding die unten festzufahren hilft niemandem. Wilhelm sah ihn nur kürzen. Wie leicht, sagte ruhig. Wie leicht dort nicht. Dann loste langsam seinen Arm und ging zurück zum Bulldog. Die Dorfbewohner standen inzwischen dicht am Straßenrand. Manche schüttelten den Kopf. Andere beobachteten schweigend den alten Mann, der sich nun mit einer Ruhe bewegt, die fast unheimlich wirkte. Wilhelm kontrolliert zuerst die Hinterreifen. Trat gegen das Gummi, prüft den Druck mit der flachen Hand und niet sich anschließend neben die Vorderachs. Die Bewegung wirkte wie ein Ritual, das tausendmal ausgeführt hat. So schwer Eisenketten aus einer Holzkist, überprüft die Haken und legte ein Hand kurz auf das Getriebegehäuse des Bulldogs. Der Altdiesel stampfte im Leerlauf tief und langsam vor sich hin. Wum, wum, wum. Wie das Schweratmen eines müden Tiers im Winter. Dann stieg Wilhelm auf den Sitz. Langsam legte den ersten Gang ein. Metall kratzte trocken im Getrieb. Der Bulldog setzte sich in Bewegung. Ganz langsam rollte der Traktor auf die Boschung zu. Der Hang glanzte nass und schwarz im Flutlicht. Unter der dünnen Frostschicht lag weicher Schlamm, der jeden Fehler sofort bestrafen wird. Die ersten Meter gingen noch leicht. Dann begann der Bulldog zu rutschen. Mehrere Menschen schrien gleichzeitig auf. Der Traktor glitt schräg über den Hang, fing sich wieder, grub die Hinterräder tief in die matschige Erde und kroch weiter hinunter. Wilhelm bewegt das Lenkrad kaum sichtbar. Klein Korrekturen. Klein Bewegungen mit Kupplung und Gas. Nichts wirkte hektisch. Kannte solche Boden. Hat sein halbes Leben auf ihnen gearbeitet. Plötzlich sackte die rechte Seat weg. Eins der Hinterräder hob sich gefährlich vom Boden ab. Eine Schreckens Ronen ging durch die Mensch. Für ein schrecklich Sequenz so aus, als würde der Bulldog seitlich kippen und mitsamt Wilhelm den Hang hinunterrollen. Doch Wilhelm reagiert sofort. Nahm minimal Gas weg. Nicht viel. Nur einen Horch. Gleichzeitig ließ die Kupplung millimeterweise kommen. Der Bulldog rutschte noch einmal kurz. Dann griffen die Reifen wieder. Langsam senkte sich das angehobene Rad zurück auf den Boden. Niemand sprach mehr. Selbst die jüngeren Mechaniker standen jetzt still da. Der Altlands arbeitet sich weiter nach unten. Meter für Meter. Rutschend. Greifend. Kuschend. Das Geräusch des Motors holte durch den kalten Abend wie ein Herzschlag aus einer anderen Seite. Es dauert fast 10 Minuten, bis der Bulldog schließlich unten im Graben ankam.
direkt neben dem abgestürzten Viehtransporter. Wilhelm stellte den Motor nicht ab. Der Diesel stampfte weiter schwer vor sich hin, während langsam abstieg. Schlamm klebte an seinen Stiefeln. Ein Wort trat an den beschädigten Anhänger heran und legte die Hand auf den verborgenen Stahlrahmen. Dann sagte leise, jetzt fang wir erst an. Der kalte Schlamm reichte Wilhelm fast bis zu den Knuckeln, als sich unter den abgestürzten Auflieger schob. Das Flutlicht warf hart Schatten über verborgene Stahltrager und zitternde Metallplatten. Über ihm hört man die unruhigen Bewegungen der Rinder. Schweres Atmen. Dumpfes Scharren. Das ganze Fahrzeug lebte noch. Wilhelm bewegt sich langsam durch den Morast, tastete mighty olverschmierten Handen über Achsen, Federpaket und ein Gerosinhalterungen. Sagt kein Wort. Die jüngeren Mechaniker beobachteten ihn von oben mighty verschränkten Armen. Wonach suchte überhaupt. Keine Ahnung. Der Verletzte sieht. Doch Wilhelm hört ihnen gar nicht zu. Seine Aufmerksamkeit galt nur dem Lastwagen. Dem Gewicht. Der Spannung im verdrehten Rahmen. Dem Boden darunter. Nach einigen Minuten kroch wieder hervor. Schlamm klebte an seinem Mantel und an seinem Gesicht. Langsam ging es Bulldogs Jurek und Beg an, schwer Ketten aus einer Seitenkiste zu sehen. Alt Stahlrollen. Umlenkblock. Dicke Holzkeil, dunkel vom allweile Jazente. Ein junger Feuerwehrmann runzelt die Stirn. Was soll das denn werden? Wilhelm antwortet nicht. Befestigt ein Kett tief an tenem Rahmen des Aufliegers. Eins weiter führte einen dicken Baum am Rand des Grabens. Dann begann die Krollen einzusetzen. Als langsam. Fast ruhig. Als hatte keinen Zeitdruck. Der Wind wurde schoffer. Atem stieg wie Rauch in die Luft. Nass Handschuhe wurden steif vor Kälte. Überall hört man das Narren gespannte Stahlketten. Ein älterer Lastwagenfahrer trat plötzlich nahe. Beobachtet die Konstruktion einige Sekunden schweigend. Dann nickte langsam. Sieht nicht direkt, murmelte leise. Die anderen sahen ihn fragend an. Verteilt die Kraft, sagte man. Kämpft nicht gegen den Schlamm. Arbeitet mit ihm. Zum ersten Mal verstummten einige der spottischen Stimmen. Der Bulldog stand unten im Graben wie ein alter Arbeitshengst im Regen. Rossnarben zogen sich über die Kotflügel. Die Motorhaube war an mehreren Stellen geschweißt worden. Ein Lampe war schief montiert. Nichts in diesem Traktor so schon aus. Aber als darin war benutzt worden. Als darin hat gearbeitet. Wilhelm strich kurz über den Schalthebel, fast wie über den Hals eines alten Pferdes. Dann setzte sich langsam auf den Sitz. Der Motor stampfte tief und unruhig. Wum. 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 Wilhelm legte den Gang ein und begann vorsichtig Zug aufzubauen. Die Ketten spannten sich knirschend. Metall axte Dampf durch den Graben. Der Bulldog vibriert schwer unter der Belastung. Doch zunächst geschah gar nichts. Ein Mechaniker schüttelte bereits den Kopf. Ich hab's doch gesagt. Dann stoppte mitten im Satz. Unten im Schlamm bewegt sich der Lastwagen. Nur einen einzigen Zoll. Aber bewegt sich. Plötzlich war es vollkommen still am Straßenrand. Niemand sprach mehr. Man hört nur das langsam Narren der Ketten. Und das schwer Atmen des alten Dieselmotors im Frost. Dann hörte plötzlich ein lauter, harter Null durch den Graben. Ein brutales Kratschen aus Stahl und Spannung. Und für einen schrecklichen Moment was niemand, ob der Lastwagen gerade nachgegeben hat. Oder ob der alte Bulldog auseinanderbrach. Der Null jagte wie ein Geweihschuss durch den Graben. Ein der Stahlketten peitschte plötzlich durch die Luft. Schlamm und Eis spritzten meterweit auseinander. Zwei Feuerwehrmänner warfen sich instinktiv zu Boden, als das Gerosin und nur knapp über ihr Kopf hinwegschoss und gegen den abgestürzten Anhänger krachte. Für einen Moment brach völliges Chaos aus. Zurück. Als Zurück. Weg von den Seilen. Mehrere Männer stolperten im Schlamm durcheinander. Einer rutschte aus und fing sich gerade noch an einem Holzpfosten. Oben am Straßenrand schrien einige Dorfbewohner erschrocken auf. Der junge Einsatzleiter sprang sofort nach vorn. Schluss jetzt.
brüllte Wilhelm entgegen. Das reicht. Noch so ein Ding und hier stirbt jemand. Der Bulldog stand dampfend im kalten Regen. Schwarzer Rauch zog aus dem Auspuff in die Nacht. Wilhelm selbst bewegt sich kaum. Stieg langsam vom Sitz, ging schweigend zur Gerassenenkette und hob das schwer Stahlstück aus dem Schlamm. Betrachtet das Gebrochen gleit einige Sekunden lang. Dann nickte leicht. Zu hart, murmelte Der Einsatzleiter verstand nicht. Was? Wilhelm hob die Gerassenenkette etwas an. Moderner Stahl, sagte ruhig. Zu starr bei diese Kälte. Wenn die Spannung springt, bricht plötzlich. Einige der jüngeren Mechaniker Torsten skeptisch Blicke aus doch ein Ultrafuhrwürmen runzelt langsam die Stirn. Offenbar verstande genau, was Wilhelm meinte. One das ging Wilhelm Zurich zum Bulldog. Auf nicht ein alt Werkzeug ist aus Metall, deren Deckel rustig quietschte. Darin lag ein Zweitiket. Dunkler. Schwerer. Die einzelnen Glieder wirkten grob geschmiedet. Fast altmodisch. Die ist doch uralt, sagt einer der Mechaniker ungläubig. Wilhelm nickte nur. Genau die Schalb holte sie. Langsam zog die new Kette durch den Schlamm. Sein Handschuh waren inzwischen durchnässt und steif vor Kälte. Der Wind biss in Jeds unbedeckte Stackhort. Doch seine Bewegungen blieben ruhig. Sicher. Etwas hat sich inzwischen verändert. Nicht bei allen. Manche hielten ihn noch immer für verrückt. Aber andere schwiegen nun nachdenklich. Vor allem die älteren Männer am Straßenrand. Männer, die noch Zeiten kannten, in denen Problem nicht MIT Computen gelöst wurden, sondern MIT Erfahrung. MIT Gefühl. MIT Geduld. Wilhelm spannte die new Kette ein. Dann stieg wieder auf den Bulldog. Der Motor stampfte schwer gegen die Lasten. Wum. 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 Langsam ließ Wilhelm die Kupplung kommen. So langsam, dass es kaum sichtbar war. Die Reifen drehten sich nicht hektisch durch. Sie gruben sich Zentimeter für Zentimeter in den gefrorenen Schlamm. Schwarzer Rauch quoll aus dem Auspuff. Der ganze Traktor vibriert unter der Belastung. Die Ketten spannten sich erneut. Ein langes, tiefes Narren ging durch den Lastwagenrahmen. Dann bewegt sich der Anhänger. Langsam. Unglaublich langsam. Aber bewegt sich. Ein dumpfes Schaben holte durch den Graben, als sich der abgestürzte Viehtransporter Stück für Stück aus dem Morast dreht. Die Rinder brüllten laut auf. Schlamm löst sich unter den Rädern. Metall axte. Und plötzlich stand der Lastwagen nicht mehr auf der Seat. Stand wieder auf den Rädern. Zum ersten Mal an diesem Abend ging ein vorsichtiges Hoffen durch die Menschenmensch. Doch Wilhelm lächelt nicht. Blickte nur schweigend den Hang hinauf. Zur schwarzen, verreisten Böschung, die steil zur Straße führte. Dann sagte Leser. Runterfahren war der Einfachstil. Die Nacht kam schnell über die Felder. Der Himmel war schwarz geworden, und fein Schneeflocken trieben schräg durch das Licht der mobilen Scheinwerfer. Über dem Graben hing dichter Dieselrauch wie Nebel. Der alte Bulldog stand tief im Schlamm, direkt vor dem aufgerichteten Viehtransporter, als würde ein alter Arbeitschenks versuchen, einen gefallenen Riesen aufzurichten. Wilhelm befestigt schweigend die letzten Ketten am Rahmen des Lastwagens. Sein Finger waren rot vor Kälte. Jeder Atemzug brannte in der Lunge. Doch seine Bewegungen blieben ruhig. Oben in der Straße standen inzwischen über 30 Menschen. Fewer Leute. Bauern. Mechaniker. Niemand lacht mehr. Aber fast all dachten noch dasselbe. Das Schaft der niemals. Der Lastwagen war zu schwer. Der Hang zu steil. Der Boden zu weich. Wilhelm kletterte langsam auf den Sitz des Bulldogs. Einen Moment blieb seine Hand auf dem Lenkrad liegen. Das Metall war kalt und glatt vom Regen weil ajar. Vor ihm stieg die Dunkelböschung wie ein Wand in den Himmel. Dann legte den ersten Gang ein. Der Bulldog spannte die Ketten. Das Geräusch ging durch Mark und Bein. Metall axte. Die alten Glieder nackten unter der Last. Der Dieselmotor brüllt plötzlich auf. Tief und rau wie ein Tier im Schmerz. Wum. Wum. Wum.
Langsam setzte sich der Traktor in Bewegung. Zunächst kaum sichtbar. Dann gruben sich die Hinterräder in den gefahrenen Schlamm und der Lastwagen begann tatsächlich, sich den Hang hinaufzuschieben. Einronnen ging durch die Mensch. Doch schon nach wenigen Metern drehten die Reifen plötzlich durch. Schlamm spritzt meterweit in die Luft. Der Bulldog rutschte seitlich weg. Der Motor verlor fast die Drehzahl. Einige Männer hielten erschrocken die Luft an. Wilhelm beugte sich sofort nach vorn, als würde dem Traktor seine Jeans Gewicht geben. Seine rechte Hand arbeitet millimeterweise an der Kupplung. Komm schon, murmelte Laser. Nicht jetzt. Es klang nicht wie ein Mann, der Mighty eine Maschinen sprach. Es klang wie jemand, der einem alten Freund Mut machte. Für einen kurzen Moment so Wilhelm nicht mehr den schlammigen Graben vor sich. Sommate. Seine Frau. Winter war weilen Jaren. Beide saßen damals gemeinsam auf genau diesem Bulldog, während sie bis tief in die Nacht Kartoffeln vom Feld holten, weil sie sich keinen Unterhelfer leisten konnten. Der alte Traktor hat damals durchgehalten. Immer. Orchen schlechten Jaren. Orchals an der längst aufgegeben hatten. Der Bulldog fing wieder Grip. Langsam kroch weiter den Hang hinauf. Zentimeter Zentimeter den riesigen Lastwagen hinter sich her. Das Geräusch der schabenden Metallteil holte über die verreisten Felder. Schwarzer Rauch qual ausdem Auspuff. Der Motor klang inzwischen rauer. Schwerer. Aber lief. Oben am Straßenrand sagt niemand mehr etwas. Selbst die jungen Mechaniker starten nur noch schweigen hinunter. Halb hoch. Mehr war noch nicht geschafft. Dann passiert es. Die Hinterräder verloren plötzlich jeden Halt. Nicht ein bisschen. Komplett. Der Bulldog zuckte hart nach links. Schlamm brach unter den Reifen weg. Der schwere Lastwagen drückte mighty Wolle wuckt von hinten nach. Und langsam begann der Traktor rückwärts den Hang hinunter zurücken. Direkt zurück Richtung Abgrund. Der Bulldog rutschte rückwärts. Langsam zuerst. Dann schneller. Schlamm brach unter den Reifen weg, während der Lastwagen den kleinen Traktor mit seinem gewaltigen Gewicht zurück Richtung Graben drückt. Mehrere Feuerwehrleute rannten sofort los. Einer schrie Wilhelm zu, es soll abspringen. Rannte die. Sofort. Für einen schrecklichen Moment sah es aus, als würden beide Fahrzeuge gemeinsam zurück in die Tiefstößen. Doch Wilhelm sprang nicht. Seine Hand blieben fest am Lenkrad. Sein Blick which kein Sekund vom Boden war ihm. Dann reagiert Schnell. Präzis. Mit einer Bewegung, die so ruhig wirkte, dass wir es erst gar nicht verstanden. Wilhelm riss das Lenkrad nicht hektisch herum. Stattdessen lenkte den Bulldog leicht seitlich gegen den Hang, dorthin, wo die Frostschicht noch angebrochen war. Gleichzeitig spielte sein Linkhand mit der Kupplung, millimeterweise, während der rechte Fuß vorsichtig Gas hielt. Der Motor bellte hart auf. Wum. Wum. Die Hinterräder drehten noch einmal durch, dann griff plötzlich eins der Räder. Ein dumpfer Ruck ging durch den Traktor. Der Bulldog fing sich. Noch ein Meter. Dann noch einer. Der Rückwärtsrutsch stoppt. Oben am Straßenrand hört man mehrere Menschen gleichzeitig aufatmen. Wilhelm hielt den Bulldog schräg am Hang und zwang ihn langsam weiter nach oben. Nicht mit roher Kraft, sondern mit Gefühl. Mit Gewicht. Mit Erfahrung. Ein junger Ingenieur, derselbe Mann, der den alten Traktor noch vor einer Stunde verspottet hat, trat jetzt langsam nahe. Niet sich sogar in den Rand der Böschung und beobachtet die Räder im Schlamm. Plötzlich verstand Die schweren modernen Fahrzeuge hatten den Boden zerstört, sobald sie Gewicht aufboten. Der Bulldog dagegen war leichtsinnig, auf der gefahrenen Oberfläche zu schwimmen, statt sofort einzusinken. Nicht starker. Nur kluger für genau diesen Boden. Der junge Mann sagt nichts mehr. Schaut ihn fast nur. Dann arbeitet sich der Bulldog weiter Zentimeter für Zentimeter den Hang hinauf. Die Ketten spannten sich narrend im Schnee. Schwarzer Dieselrauch hing tief zwischen den Scheinwerfern. Und zum ersten Mal begannen einige Dorfbewohner zu klatschen. Leise zuerst. Dann lauter. Bei jeder Meter. Im Krankenwagen am Straßenrand saß Dieter Forker mit einer Decke über den Schultern.
Blut klebte noch immer an seiner Stirn. Also sah, wie der Lastwagen sich tatsächlich ausdem Graben bewegt, liefen ihm plötzlich Tränen über das Gesicht. Nicht wegen des Lastwagens. Wegen der Tier. Hat geglaubt, sei würden dort anten sterben. Doch jetzt lebten sei noch. Der Bulldog kämpfte sich weiter nach oben. Immer langsamer. Immer schwerer. Das Fahrgestell vibriert inzwischen unter der Belastung. Jede Schraube schien mitzuschwingen. Dann erreichten die ersten Räder des Lastwagens endlich die obere Kante der Böschung. Ein Jubel brach aus. Menschen schrien erleichtert durcheinander. Feuerwehrleute klopften sich gegenseitig auf die Schultern. Doch Wilhelm reagiert nicht. Denn genau in diesem Moment hörte es. Ein hartes metallisches Klopfen tief aus dem Motor. Klang. 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 Wilhelm zog sofort den Hebel und stellte den Bulldog ab. Dann saß einfach nur still im Schnee. Und hört schweigend auf das erschreckende Geräusch aus dem Inneren des alten Motors. Der Jubel verstummt langsam, als die Menschen Wilhelms Gesicht sahen. Es saß noch immer regungslos auf dem Bulldog, während feiner Schnee auf sein Schultern fiel. Aus den schmalen Ritzen unter der Motorhaube stieg dünner Dampf auf. Nicht viel. Aber genug. Wilhelm kannte dieses Geräusch. So gut. Klang. 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 Tief im Motor schlug Metall gegen Metall. Einige der jüngeren Mechaniker kamen nun vorsichtig nah. Niemand machte mehr Witze. Niemand sprach über Schrott oder Museumstück. Was ist kaputt? Fragte einer Leser. Wilhelm stieg langsam ab. Sein Stiefel sanken schwer in den matschigen Schnee. Einen Moment blieben schweigend vor dem Bulldog stehen. Dann öffnete vorsichtig die seitliche Motorabdeckung. Warmer Dampf schlug ihm entgegen. Das Licht der Scheinwerfer fiel auf den alten Motorblock, auf overschmiert Leitungen, handgeschweißt Halterungen und Metallteil, die langs niemand mehr herstellen wird. Wilhelm legte die Hand vorsichtig auf das Gehäuse. Fast zärtlich. Als würde einen verletzten alten Freund berühren. Pluelage, murmelte schließlich. Oder ein Riss im unteren Lagerblock. Die jungen Männer verstanden sofort. Das bedeutet nichts Gutes. Der Bulldog hat die Belastung kaum noch ausgehalten. Für einen Moment sagt niemand etwas. Selbst die Tiere im Lastwagen waren inzwischen ruhiger geworden. Man hört nur den Wind über den Feldern und das leise Ticken des heißen Motors beim Abkühlen. Wilhelm betrachtet den Bulldog lange schweigend. Und plötzlich sahen nicht mehr die kalte nacktem sich herum. Sah marterem kukentisch sitzen, Rechnungen in den Händen, während draußen ein Stem gegen die schönen Fenster schlug. Sah schlecht ernten. Kaputt Datsche. Winter, in denen fast nichts mehr übrig war außer diesem Traktor. Immer wieder hat der Bulldog sie durchgebracht. Nicht schnell. Nicht bequem. Aber zuverlässig. Wie ein alter Arbeitspartner, der niemals fragte, ob es so schwer wird. Einer der Mechaniker räuspert sich vorsichtig. Kann noch sehen. Wilhelm antwortet nicht sofort. Dann griff langsam in sein Werkzeugkist. Was nun folgte, workte auf die jungen Männer beinahe wie etwas aus einer anderen sieht. Wilhelm zog Drahtgewehr, alt Stoffstreifen, ein klein Dose mighty dickem und sogar ein Stück Leder. Mighty ruhigen Handen begann Leitungen abzudichten und Spiel im beschädigten Bereich zu stabilisieren. Improvisiert. Provisorisch. Aber durchdacht. Das halt doch niemals, flüstert einer. Ein Ultrafeuerwehrmann neben ihm schüttelte langsam den Kopf. Wir legt länger als du glaubst. Oben in der Böschung brach plötzlich ein Stück Erdreich ab und rutschte in den Graben hinunter. Mehrere Männer drehten sich erschrocken Der Boden gab weiter nach. Der Lastwagen musste sofort ganz nach oben. Wilhelm wischte sich langsam die Olligen Handen einem alten Touch ab. Dann schloss die Motorabdeckung und blieb einen kurzen Moment stillstehen. Niemand sagt etwas. Der Altmann stieg wieder auf den Sitz des Bulldogs. Seine Hand ruht kurz auf dem Starterhebel. Dann zog ihn langsam nach unten. Einen Augenblick passiert gar nichts. Dann hustet der Alt Diesel schwer. Noch einmal. Und schließlich sprang der Motor tatsächlich wieder an. Schwacher als zuvor. Rauer. Aber lebendig.
Die kalte Kruk inzwischen durch Jack und jeden Handschuh. Schnee blieb auf den Schultern der Menschen liegen. Once sofort zu schmelzen. Über die Graben hing schwere Dieselrauch im Licht der Scheinwerfer. Und der alte Bulldog stampfte unruhig vor sich hin. Als wird selbst der Motor spüren, dass dies der letzte Versuch sein muss. Niemand sprach mehr. Nicht die Feuerwehr. Nicht die Mechaniker. Nicht die Bauern am Straßenrand. All horten nur auf die Geräusch der Nacht. Das Tiefhammern des Motors. Das Narren der gespannten Ketten. Das reißende Geräusch von Schlamm unter schweren Reifen. Wilhelm saß regungslos auf dem Sitz. Schnee hatte sich auf seiner Mütze gesammelt. Seine Hände lagen ruhig am Lenkrad, doch jeder Muskel in seinem Körper arbeitete gegen die Belastung. Langsam ließ er die Kupplung kommen. Der Bulldog spannte die Ketten erneut. Wumm, wumm, wumm. Der Traktor zuckte hart unter der Last. Schwarzer Rauch quoll aus dem Auspuff. Für einen schrecklichen Moment glaubte jeder dort oben, der Motor würde endgültig zerbrechen. Doch dann griffen die Hinterräder. Langsam. Unglaublich langsam. Der Lastwagen bewegte sich weiter. Zentimeter für Zentimeter kroch der riesige Viehtransporter die letzte Strecke den Hang hinauf. Die Räder schabten über gefrorene Erde. Ketten knirschten. Metall ächzte dumpf im Frost. Wilhelm arbeitete mit dem Bulldog wie ein Mann, der jeden Atemzug seiner Maschine kannte. Kein hektisches Gas geben. Kein Kampf gegen den Motor. Nur Gefühl. Nur Geduld. Dann erreichten die Hinterräder des Lastwagens endlich festen Straßenboden. Für einen Augenblick konnte niemand es glauben. Der Transporter stand tatsächlich oben. Komplett. Sicher. Ein dumpfer Jubel ging durch die Menge. Manche klatschten sofort. Andere schüttelten einfach nur ungläubig den Kopf. Einer der Feuerwehrmänner lachte plötzlich laut vor Erleichterung. Im Lastwagen hörte man die Rinder unruhig stampfen. Aber sie lebten. Alle. Dieter Falk saß noch immer mit seiner Decke am Rettungswagen. Als er den Transporter oben auf der Straße sah, senkte er den Kopf und begann still zu weinen. Nicht laut. Nicht dramatisch. Einfach die Erschöpfung eines Mannes, der geglaubt hatte, alles verloren zu haben. Der junge Einsatzleiter trat langsam zu Wilhelm hinüber. Sein Gesicht sah völlig anders aus als noch vor wenigen Stunden. Keine Arroganz mehr. Nur Respekt. Er streckte Wilhelm schweigend die Hand entgegen. Wilhelm sah sie kurz an, dann schlug er ruhig ein. Ich lag falsch, sagte der junge Mann leise. Mit allem. Wilhelm antwortete nicht sofort. Er blickte nur zum Bulldog, aus dessen Motorhaube noch immer dünner Dampf aufstieg. Der Traktor klang jetzt müde. Fast erschöpft. Als hätte jede Schraube und jedes Zahnrad nur noch durch reinen Willen gearbeitet. Langsam stieg Wilhelm vom Sitz. Seine Knie zitterten leicht, als er neben den Bulldog trat. Er legte die Hand vorsichtig auf die warme Motorhaube. Schnee sammelte sich auf dem rostigen Metall. Niemand störte diesen Moment. Denn plötzlich verstand jeder dort oben, dass es hier nicht nur um einen Lastwagen gegangen war. Nicht nur um Maschinen. Sondern um etwas, das viele längst vergessen hatten. Stolz. Geduld. Und die Würde ehrlicher Arbeit. Dann fragte plötzlich einer der jungen Mechaniker leise. Herr Krüger, woher wussten Sie eigentlich, dass der alte Traktor das schafft? Wilhelm blickte weiter schweigend auf den Bulldog. Und seine Antwort überraschte jeden dort oben. Wilhelm antwortete damals nicht sofort. Er strich nur langsam mit der Hand über die warme Motorhaube des Bulldogs, während der Schnee leise auf das rostige Blech fiel. Der alte Diesel knackte beim Abkühlen, und aus dem Auspuff stieg noch immer dünner Rauch in die kalte Nacht. Dann sagte Wilhelm ruhig, weil der Traktor nicht stärker war. Die Männer sahen ihn verwundert an. Er war leichter, fuhr Wilhelm fort. Einfacher. Und gebaut für Menschen, die unterwegs selbst reparieren mussten. Niemand sagte etwas. Der alte Mann blickte hinaus über die dunklen Felder. Früher wurden Maschinen nicht gebaut für Werkstätten voller Computer, sagte er leise. Sie wurden gebaut für kalte Nächte auf dem Feld. Für kaputte Hände. Für Bauern, die mit Draht, Werkzeug und Geduld weitermachen mussten. Der junge Einsatzleiter erinnerte sich später noch jahrelang an diesen Satz.
Denn genau das hatte der Bulldog an diesem Abend bewiesen. Nicht moderne Technik, nicht rohe Kraft, sondern Verlässlichkeit. Die Geschichte verbreitete sich schneller, als irgendjemand erwartet hatte. Bereits wenige Tage später berichteten kleine Zeitungen aus der Region über den alten Bauern und seinen Lanz Bulldog. Dann kamen Reporter aus größeren Städten. Kamerateams standen plötzlich auf Wilhelms Hof zwischen rostigen Geräten und alten Anhängern. Wilhelm selbst mochte den ganzen Trubel nicht besonders. Er sprach nie lange, gab keine großen Interviews. Oft antwortete er nur mit einem Schulterzucken. Aber die Menschen kamen trotzdem. Vor allem Bauern. Jüngere Männer, die moderne Maschinen kannten, aber zum ersten Mal begriffen, warum ihre Väter alte Werkzeuge nie einfach weggeworfen hatten. Manche standen minutenlang schweigend vor dem Bulldog und betrachteten die Schweißnähte, die selbstgebauten Halterungen oder die abgewetzten Hebel. Und die älteren Dorfbewohner? Viele von ihnen wurden still, sobald sie den Traktor sahen. Denn plötzlich erinnerte er sie an ihre eigenen Väter. An kalte Wintermorgen. An harte Hände. An eine Zeit, in der Dinge repariert wurden, statt ersetzt. Sogar der junge Mechaniker, der den Bulldog zuerst verspottet hatte, veränderte sich. Ein halbes Jahr später kaufte er selbst einen alten Traktor aus den 60er Jahren. Ein rostiges Wrack, das seit Jahren hinter einer Scheune gestanden hatte. Wilhelm half ihm manchmal abends beim Restaurieren. Nicht mit langen Erklärungen. Eher mit kurzen Blicken, kleinen Handgriffen und wenigen Worten. Nicht zu fest. Langsamer. Hör auf das Geräusch. So lernte der junge Mann mehr als in jeder Werkstatt. Die Jahre vergingen. Wilhelm wurde älter. Seine Schritte langsamer. Seine Hände steifer im Winter. Doch der Bulldog blieb immer in der Scheune stehen, sauber abgedeckt, regelmäßig gestartet, als würde Wilhelm niemals zulassen, dass der alte Motor verstummte. Bis zu jenem Herbstmorgen viele Jahre später. Die Felder lagen grau unter Nebel, als Wilhelm den Bulldog ein letztes Mal in die Scheune fuhr. Langsam stellte er den Motor ab. Das tiefe Stampfen verklang schwer zwischen den Holzwänden. Eine lange Stille blieb zurück. Wilhelm saß noch einen Moment auf dem Sitz. Seine Hand ruhte ruhig auf dem Lenkrad. Dann sagte er leise, fast nur zu sich selbst: Eine Maschine stirbt erst dann, wenn niemand mehr weiß, warum sie einmal wichtig war. Die Jahre machten Wilhelm Krüger langsam. Zuerst bemerkt man es nur in kleinen Dingen. Braucht lange, über den Hof zu gehen. Im Winter hielt sich beim Aufstehen manchmal Werkstattisch fest. Sein Hand zitterten leicht, wenn die Kalte tief in die Gelenke kroch. Aber der Bulldog blieb. Jeden Sonntagmorgen öffnet Wilhelm die Scheunentor. Auch wenn draußen Nebel über den Feldern hing oder Schnee gegen die Fenster trieb. Dann kontrollierte den Allstand, prüft die Leitungen und ließ den alten Diesel für einige Minuten laufen. Nicht weil musst, sondern weil manche Dinge weiterleben müssen, solange jemand sich kümmert. Die Menschen im Dorf gewohnten sich daran, den dumpfen Klang des Bulldogs durch die kalte Morgenluft zu hören. Dieses langsam, tiefstampfen gehört irgendwann genauso zum Ort wie die Kirchenglocken oder der Wind in den Pappeln. Dann kam der Winter, in dem Wilhelm nicht mehr aus der Scheune zurückkehrt. Man fand in einem frühen Morgen ruhig auf seinem alten Holzstuhl sitzen. Die Hand lagen still auf den Knien. Vor ihm stand der Bulldog, sauber abgedeckt wie immer. Ganz so, als hat Wilhelm nur kurz Pause gemacht. Bei seiner Beerdigung standen Bauern, Mechaniker, Feuerwehrleute und die himmelige Fähre schweigend nebeneinander auf dem kleinen Friedhof. Viel Männer trugen Mützen in den Händen. Manche hatten Tränen in den Augen, obwohl seit Jahrzehnten kein mehr gesehen hatten. Und danach begann die Diskussion. Einige wollten den Bulldog sofort in ein Museum geben. So ein Traktor gehört erhalten. Der darf nicht draußen verrotten. Andere meinten, soll einfach in der Scheune bleiben, genau dort, wo Wilhelm ihn zuletzt abgestellt hat. Doch der junge Mechaniker, der früher über den Bulldog gelacht hat, widersprach ihnen allen. Wilhelm hat das nicht gewollt, sagte Leser. Die Männer sahen ihn fragend an. Maschinen sind nicht gebaut worden, nur angeschaut zu werden. Also blieb der Bulldog im Dorf. Und am ersten Samstag jedes Monats öffnet sich seitdem die alte Scheune.
dann kamen einige Männer zusammen. Manche jung. Manche alt. Sae prüften und Wasser, legten vorsichtig die Handen den Starterhebel und warteten gespannt auf das Vertraggeräusch. Manchmal sprang der Bulldog sofort an. Manchmal erst nach dem dritten Versuch. Aber sprang immer an. Und jedes Mal, wenn der Diesel wieder durch die kalte Luft stampfte, blieben Menschen stehen. Kinder kletterten auf Zorn, besser sehen zu können. Bauern nahmen schweigend ihr Mutzen ab. Selbst Leute, die Wilhelm nie gekannt hatten, spürten, dass dieser Klang etwas bedeutet. Nicht nur einen alten Traktor, sondern ein Seat. Eine Haltung. Eine Generation von Menschen, die den reparierten, statt sie wegzuwerfen. Menschen, die durchhielten, auch wenn niemand mehr an sie glaubte. An frustigen Wintermorgen zog der Bulldog noch immer langsam durch die Dorfstraßen. Dieselrauch stieg grau in den Himmel, während das Tiefstampfen des Motors weit über die Felder holte. Und manchmal, wenn Nebel über den Acken lag, sagten die Ultranlautleser. Klingt fast so, als würde Wilhelm noch immer fahren. Denn manche Dinge werden nicht wortlos, nur weil sie alt sind. Manche Dinge tragen Erinnerungen. Arbeit. Trui. Ein ganzes Leben. Und solange jemand den Motor startet, lebt ein Teil davon weiter. Wenn dich dies Geskich berührt hat, dann lasst gern ein Abo dir und teile es mighty Menschen, die solche Seiten noch kennen. Wir legt erinnert sie Anzahl daran, wie viel Kraft in alten Handen und ehrlicher Arbeit steckt. Und wir legt daran, dass manche Maschinen mehr haben als wir glauben.